Ein 25 Kilogramm schwerer Spanish Water Dog weigerte sich, ein 18 Monate altes Baby nachts allein zu lassen. Und was diese Familie darüber entdeckte, warum ihr Rettungshund sich so verhielt, wird alles verändern, was sie über die Bindung zwischen Hunden und den Kindern zu wissen glaubten, die sie beschützen. Das ist Finn. Und das ist Lily, das 18 Monate alte Mädchen, das er auf eine Weise beschützte, die ihre Eltern nicht verstanden, bis eine schreckliche Nacht um 3 Uhr morgens alles veränderte. Vor 7 Monaten adoptierte die Familie Morrison Finn aus einer Rettungsstation in Portland. Er war 2 Jahre alt, ein lockig behaarter Spanish Water Dog mit seelenvollen braunen Augen und einer Vergangenheit, die niemand zusammensetzen konnte. Er wurde von seinem vorherigen Besitzer abgegeben, sagte die Tierheimkoordinatorin. Keine Erklärung, einfach abgegeben und gegangen. Er ist sanft, aber er ist intensiv bei Routinen. Sind Sie sicher, dass Sie ihn um ein Baby haben wollen? Rachel Morrison schaute ihren Mann David an, dann ihre 11 Monate alte Tochter Lily, die ein Schreibaby mit unregelmäßigen Schlafmustern gewesen war. Der Kinderarzt sagte immer, sie würde daraus herauswachsen. Aber Rachel konnte das Gefühl nicht loswerden, dass etwas nicht stimmte. Vielleicht braucht Finn Stabilität, sagte Rachel leise. Und vielleicht braucht Lily einen Freund, der nicht frustriert wird, wenn sie weint. David war nicht überzeugt. Dieser Hund ist fast so groß wie sie, Rachel. Was, wenn er erschrickt? Was, wenn er zu grob ist? Aber Lily traf die Entscheidung für sie. Sie krabbelte direkt zu Finns Zwinger, drückte ihre winzigen Hände gegen die Gitterstäbe und kicherte. Finn sprang nicht und bellte nicht. Er ging einfach nach vorne, drückte seine Nase sanft durch das Metall gegen ihre Handfläche und blieb völlig still. Als würde er sagen, ich verstehe, ich werde vorsichtig sein. Finn kam an diesem Samstag mit einer Regel nach Hause. Er konnte tagsüber in Lillys Nähe sein, aber nachts blieb er unten. Babys brauchen ungestörten Schlaf. Hunde brauchen Grenzen. Aber Finn stimmte dieser Regel nicht zu. Von der ersten Nacht an weigerte sich Finn, unten zu bleiben. Um 22 Uhr saß er am Fuß der Treppe und starrte zu Lillys Kinderzimmer hoch. Um Mitternacht schlich er sich irgendwie nach oben und pflanzte sich vor ihre Tür. Um 2 Uhr morgens fand Rachel ihn im Flur schlafend. Sein Körper blockierte den Eingang zu Lillys Zimmer wie ein 25 Kilogramm schwerer Sicherheitsmann. Er ist besessen, sagte David eines Morgens frustriert, nachdem er Finn wieder im Flur gefunden hatte. Oder er ist beschützend, konterte Rachel. Vielleicht ist das keine schlechte Sache. Aber es wurde seltsamer. Jede Nacht um genau 3 Uhr stand Finn auf, stieß Lillys Tür mit seiner Nase auf und ging zu ihrem Kinderbett. Er stellte sich auf die Hinterbeine, legte seine Vorderpfoten auf das Bettgitter und beobachtete sie einfach. Genau 2 Minuten lang. Dann kehrte er zu seinem Posten vor der Tür zurück. Das ist nicht normal, sagte David und prüfte die Babyphonaufnahmen. Warum 3 Uhr morgens? Jede einzelne Nacht. Rachel hatte keine Antwort, aber sie bemerkte etwas anderes. In den Nächten, in denen Lily friedlich schlief, beobachtete Finn sie 2 Minuten lang und ging. Aber in den Nächten, in denen Lily unruhig war, blieb Finn länger. Manchmal 5 Minuten, manchmal 10. Es ist, als würde er nach ihr sehen, erzählte Rachel ihrem Kinderarzt bei Lillys 15-Monats-Untersuchung. Dr. Chen lächelte. Hunde sind unglaublich intuitiv. Er spürt wahrscheinlich, wann sie eine schwere Nacht hat. Aber es war nicht Intuition, es war Erkennung. 5 Wochen nach Finns Ankunft änderte sich alles. Es war 3:07 Uhr, als Finns Routine zum Notfall wurde. Rachel wachte vom Geräusch hektischen Bellens auf. Nicht Finns normales Bellen, ein scharfes, verzweifeltes, kontinuierliches Bellen, das nicht aufhörte. Sie schoss hoch. »David, etwas stimmt nicht!« Sie rannten den Flur hinunter. Finn stand an Lillys Bett und bellte sie an, sein Körper zitterte. Als sie näher kamen, verstanden sie warum. Lily atmete nicht. Ihre Brust bewegte sich nicht. Lippen bläulich. Völlig still. »Oh mein Gott, Lily!« schrie Rachel und hob ihre Tochter aus dem Bett. David wählte 112. »Meine Tochter atmet nicht, 18 Monate alt, bitte schnell!« Rachel begann mit Mund-zu-Mund-Beatmung. »Komm schon, Baby, atme! Bitte atme!« Finn drückte sich gegen Rachels Beine, winselte, Augen auf Lillys Gesicht fixiert. Nach 4 Atemzügen schnappte Lily nach Luft.
Ihre Brust bewegte sich. Sie begann zu weinen. Das schönste Geräusch, das Rachel je gehört hatte. Die Sanitäter kamen in 6 Minuten. Krankenhaus. Rachel im Krankenwagen, David mit Finn im Auto. Ärzte führten 3 Stunden Tests durch. Dr. Patel kam heraus, erschöpft. Obstruktive Schlafapnoe. Atemwege schlossen sich im Schlaf. Die Episode dauerte 60 Sekunden. Wenn länger, Pause, Hirnschäden nach 90 Sekunden. Rachels Hände zitterten. Wie konnten wir das nicht sehen? Sehr schwer bei Babys zu erkennen. Die Episoden sind kurz, im Tiefschlaf. Meisten Eltern erleben sie nie. Davids Stimme leise. Wir haben es nicht gesehen. Finn hat es getan. Finn? Unser Hund. Er überprüfte sie jede Nacht um 3 Uhr. Heute hat er uns geweckt. Rachel überprüfte die Babyphonaufnahmen der letzten 5 Wochen. Was sie entdeckte, ließ sie schluchzen. Jede Nacht um 3 Uhr hatte Finn etwas erkannt. An 11 Nächten hatte Lily 15 bis 30 Sekunden aufgehört zu atmen. Jedes Mal stand Finn länger da, beobachtete, wartete. Er hatte sie überwacht, Atemmuster verfolgt, gespürt, wann sie aufhörte. Ich sehe, ihr habt noch nicht abonniert. Das macht mich traurig. Wenn ihr Geschichten über die Verbindung zwischen Tieren und Kindern sehen wollt, abonniert jetzt. Er versuchte es uns 5 Wochen zu sagen. Wir haben es nicht verstanden. Dr. Patel nickte. Manche Hunde erkennen Atemveränderungen, Herzfrequenz, Sauerstoffabfälle. Selten, aber dokumentiert. Ihr Hund wurde ein Apnoe-Monitor. Lily bekam einen medizinischen Monitor und Behandlung. Aber Finn hörte nie mit seinen 3-Uhr-Kontrollen auf. Jede Nacht beobachtete er ihre Atmung. 3 Monate später verbesserte sich Lillys Apnoe. Finn behielt seine Wache. In 2 Nächten mit Durchbruchepisoden alarmierte Finn, bevor der Monitor Alarm schlug. Er ist schneller als die Maschine. 6 Monate später gedeiht Lily. 2 Jahre alt, gesund, energiegeladen. Ihr bester Freund ist ein lockiger brauner Hund. Jeden Abend sagt Lily, Nacht, Nacht, Finny, du passt auf mich auf. Finns Schwanz wedelt. Er leckt ihr Gesicht. Dann seine Position vor ihrer Tür, bereit für die 3-Uhr-Kontrolle. Rachel und David denken an die Warnung. Er ist intensiv bei Routinen. Aber sie verstehen. Finn war nicht intensiv. Er war kalibriert für Lily. Ein Wächter, der verstand, Liebe bedeutet wach bleiben, während alle schlafen. Manchmal tragen die sanftesten Hunde die mächtigsten Instinkte. Manchmal bedeutet Liebe, sich zu weigern zu gehen. Die Frage, können Hunde Atemstillstand erkennen, bevor er passiert? Oder lieben sie so heftig, dass sie bemerken, was wir übersehen? Teilt eure Gedanken.